Stell dir vor, du rangierst mit deinem Wohnmobil oder Auto durch eine enge Gasse in Italien oder auf einem vollen Supermarktparkplatz. Du fährst ganz langsam, schaust in die Spiegel. Plötzlich hörst du einen dumpfen Schlag an der Seite. Kurz darauf ruft jemand laut auf. Du steigst geschockt aus und vor dir steht ein Fußgänger, der sich scheinbar den Arm hält. Auf dem Boden liegt eine zerbrochene Brille oder ein gesplittertes Smartphone. Er sagt, Sie haben mich angefahren, meine Brille ist kaputt. In dem Moment rast dein Herz. Du denkst, Mist, habe ich jemanden verletzt? Und genau darauf baut diese Betrugsmasche. Heute erkläre ich dir, wie du ruhig bleibst, wenn jemand versucht, dich mit dem sogenannten kaputte Brille-Trick oder kaputte Smartphone-Trick hereinzulegen. Ich zeige dir, warum man in diesem Schreckmoment bereit ist, fast jeden Betrag zu zahlen. Und wie du den Schwindel in Sekunden entlarven kannst. Wie läuft die Masche ab? Die Situationen ähneln sich immer. Es ist eng, du fährst Schrittgeschwindigkeit, alles ist unübersichtlich. Ein Täter nutzt das aus, er schlägt mit der flachen Hand oder einem Gegenstand gegen dein Wohnmobil oder Auto, damit du glaubst, du hättest jemanden oder etwas berührt. Gleichzeitig lässt er einen bereits beschädigten Gegenstand fallen, eine alte Brille, ein altes Smartphone, irgendwas, was aber schon kaputt war. Dann kommt der Druck. Die Brille hat 300 € gekostet. Geben Sie mir 200, dann brauchen wir auch keine Polizei. Es kann auch sein, dass Zeugen auftauchen, um den Druck zu erhöhen. Diese Zeugen sind aber in Wirklichkeit Komplizen. Warum funktioniert diese Masche noch besser als der Spiegeltrick, den wir aus diesem Video kennen? Weil plötzlich ein Mensch im Spiel ist und du Angst hast, jemanden verletzt zu haben. Dieses Schuldgefühl macht dich viel einfacher manipulierbar. Leider werden bei solchen Maschen immer wieder auch Frauen und sogar Kinder als Lockvogel eingesetzt, was dein Schuldgefühl noch weiter verstärkt. Jetzt kommen wir dazu, wie ich reagieren würde. In genau 3 Schritten. Erstens, Ruhe bewahren. Ein echter Zusammenstoß mit einer Person bei sehr geringer Geschwindigkeit ist fast immer deutlich spürbar. Wenn du keinen Widerstand gefühlt hast, kann das bereits ein Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt. Zweitens, Schaden genau ansehen. Viele Betrüger benutzen Billigbrillen oder alte Geräte, die schon lange kaputt sind. Wenn du genau hinschaust, erkennst du oft sofort, das ist 5-Euro-Ware, kein Luxusgegenstand. Oder das Smartphone ist schon x-mal runtergefallen und nicht nur das erste Mal oder das eine Mal. Drittens, der wichtigste Schritt und der Gamechanger. Ich würde ruhig sagen, oh, das tut mir leid. Da Sie möglicherweise verletzt sind, muss ich jetzt Polizei und Krankenwagen rufen. Das übernimmt aber alles meine Versicherung. Die Reaktion ist fast immer eindeutig. Plötzlich ist der Arm nicht mehr schmerzhaft, plötzlich will der Mann keine Polizei mehr und wenn du dein Handy hervorholst und wirklich zu wählen beginnst, verschwindet er meist so schnell, wie er gekommen ist. Mitsamt seiner angeblich teuren Brille. Warum funktioniert dieser Satz? Ganz einfach. Wer wirklich angefahren wurde, will Hilfe, kein Bargelddeal. Und wer versucht, dich abzuzocken, möchte vor allem eins vermeiden: Polizei, Behörden und Versicherungen. Fazit: Lass dich nicht durch Schuldgefühle oder Hektik und Geschrei unter Druck setzen. Bleib ruhig, schau dir die Situation genau an und ruf im Zweifel immer die Polizei. Damit entlarvst du den Trick in Sekunden und deine Urlaubskasse bleibt gefüllt. Sollte tatsächlich wirklich etwas gewesen sein, hast du alles gleich schwarz auf weiß für deine Versicherung. Viele Versicherungen bestehen sogar auf das Rufen der Polizei, vor allem im Ausland. Somit ist das in beiden Fällen der richtige Weg. Außer natürlich, der oder die Täter hauen vorher ab. Bitte like und hype das Video. Ich danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.